Der Westwall, von den Westalliierten auch Siegfried-Linie genannt, war ein über etwa 630 Kilometer verteiltes militärisches Verteidigungssystem entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches, das aus über 18.000 Bunkern, Stollen sowie zahllosen Gräben und Panzersperren bestand. Er verlief von Kleve an der niederländischen Grenze in Richtung Süden bis Grenznach Wühlen an der Schweizer Grenze. Hitler ließ die Anlage, die militärischen und auch propagandistischen Wert hatte, ab 1936 planen und zwischen 1936 und 1940 errichten. Kurz zuvor hatte er in der Rheinlandbesetzung am 7. März 1936 entgegen den Auflagen aus dem Friedensvertrag von Versailles die durch die Folgen des Ersten Weltkriegs vom Reich demilitarisierten Gebiete beiderseits des Rheins von Wehrmachtstruppen besetzen lassen. Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute am Westwall unterwegs und wollen uns heute noch einige Bunker anschauen im Bereich Hürtgenwald und auch nochmal die Höckerlinie, Siegfried-Linie uns anschauen und ja, im Prinzip alles, was man da noch ein bisschen sehen kann. Und ja, jetzt sind wir hier an einem ersten gesprengten Bunker. Man sieht hier ist das Ganze mal zusammengeklappt und hier ist im Prinzip noch entweder eine Wand zum Stabilisieren oder das gehörte auch noch zum Bunker. Da konnte man hier höchstwahrscheinlich dann rein. Ich stehe jetzt mitten drauf. Das sind jetzt hier nur die Reste und hier vorne sieht man auch gleich noch ein bisschen was von dem Camouflage. Wenn wir jetzt hier runter gehen, so, da habt ihr hier noch dieses grünliche Schwarz. Das wird höchstwahrscheinlich für MG gewesen sein. Hier gab es eine MG-Scharte, entweder so ein Doppel-MG oder eins mit angehängter Unterkunft für die Soldaten. Ja, und das war mal so ein Regelbau, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mit diesen Regelbauten nicht so fit, welcher Regelbau das letztendlich war. Es gab, glaube ich, hier in dem Bereich so 3 verschiedene Versionen, meine ich. Und ja, wir werden auf jeden Fall schauen, ob wir auch noch intakte Sachen finden werden. Und ja, schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir hier im Prinzip, was wir gerade von oben gesehen haben. Hier ist die Wand. Hier auch, also wird hier höchstwahrscheinlich ein Dach drauf gewesen sein. Das kann zur Seite weggeklappt sein, wenn man das jetzt hier so sieht. Hier sieht man auch noch ein Rohr. Und das wird höchstwahrscheinlich alles ein Dach gewesen sein. Da oben stand man gerade drauf. Und da wo Jörg jetzt steht, wir sind heute mit Jörg unterwegs von Team Urbex. Ne? Ja, und hier sieht man jetzt auch nochmal das Camouflage. So ein dezentes Grün, das wird höchstens wahrscheinlich mal stärker gewesen sein. Und hier ist noch so eine Art, wahrscheinlich für die Belüftung, so ein Außengitter. Ja, und da werden wir uns heute definitiv an dieser Linie, was die Amerikaner damals oder die Alliierten als Siegfried-Linie bezeichnet haben. Das ist ja für die Deutschen halt der Westwall. Da werden wir uns heute auf jeden Fall noch weitere Objekte anschauen. So,
es aussieht, haben wir jetzt hier den nächsten Bunker gefunden oder das, was noch von übrig geblieben ist. Hier haben wir schon einen Teil weggesprengt. Hier oben ist ein riesiger Klotz. Da sieht man noch Stahlelemente, Metall. Und hier oben scheint so ein richtiges Dach hier schräg nach unten wegzugehen. Und wir stehen wahrscheinlich auch schon auf der ganzen Anlage drauf. Hier sind, entweder ist das oben gewesen oder unten, das ist auch schwierig zu sagen. Das sieht ja ein bisschen aus wie eine Scharte, dass hier vielleicht eine Kanone durchgeschaut hat. Und hier der Sichtbereich. Ja, und hier ist auch wieder das Dach praktisch nach innen weggeklappt. Aber auch hier scheint das jetzt auch wieder ein sehr großer Bunker irgendwie gewesen sein. Ja, da kann man noch unten reingehen. So ein bisschen. Kann man mal hier eben die Taschenlampe anmachen. Ja. Ja, das wird schon die Außenwand gewesen sein. Und hier ist einfach wieder das Dach drauf. Hier sieht man noch die Metallrahmen, die oben angebracht gewesen sind. Ja, und man hat es halt einfach an den entsprechenden Stellen da die Ladungen angebracht und dann ist das praktisch wie so ein Kartenhaus in sich zusammengeklappt. Können wir mal hier durchgehen. Oh. Ja, auch das sind keine Felsen irgendwie. Sieht man hier schon die Stahlpinne. Hier eben weitergehen. Das sieht hier aber jetzt alles so natürlich aus. Uiuiui. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wegsegle. Gehen wir hier nochmal eben hoch. Ah ja. Und so wie es aussieht, scheint jetzt hier der zweite Bunker zu sein. Direkt dahinter. Gehen wir da auch noch mal hin. Ja, hier unterhalb von diesem Bunker, wo wir jetzt gekommen sind, ist auch interessant. Da hat man hier irgendwie, erst dachte ich, das ist jetzt ein Stolleneingang, aber hier hat man sich wahrscheinlich das Ganze auch noch mal grob ausgehauen, um hier irgendwas zu lagern, vermute ich mal. Das sieht mir jetzt auch nicht natürlich aus hier, aber es könnte ja gut funktioniert haben. Hier ist ja der Bunker, dass man hier was gelagert hat. Hier kommt ja schon der nächste Bunker. Ja, auch hier leider wieder gesprengt. Auch wieder sehr groß. Gucken, ob man da ein bisschen... Nee, auch nicht wirklich, da kann man jetzt auch nicht mehr rein. Da oben habt ihr wieder irgendwie eine Belüftung wahrscheinlich. Und dann war der hier eingesetzt. Da hat man noch wieder die Wand. Die hat sich nicht weiter verändert. Und man hat jetzt praktisch nur das Dach hier weggesprengt, damit man das nicht nutzen kann. Da sieht
sieht man das jetzt nochmal ganz gut. Hier steht Melanie, da habt ihr mal einen Größenvergleich, wie groß der Bunker dann doch schon ist. Ja, und hier sieht man ja höchstwahrscheinlich, dass das hier auch unter Beschuss lag, weil man hat zum Teil große Krater. Auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir können mal sehen, also hier lag was unter Feuer. Es kann natürlich sein, dass die Bunker zum Teil auch wirklich massiv beschossen wurden und dann nochmal zusätzlich gesprengt. Aber ihr seht ja, wie groß alleine das ist, und da drüben ist schon das nächste. Das sind jetzt keine Schützenlöcher oder irgendwas. Das sind ja, Granatrichter. Ein bisschen her, man sieht jetzt hier schon wieder die nächsten Granatrichter. Da auch hier unten. Und Jörg läuft jetzt Richtung des nächsten Bunkers. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob der vielleicht intakt ist. Es sieht zumindest ganz gut aus. Man hat da eine Wölbung. Dass der noch nicht gesprengt wurde. Das wäre natürlich toll. Ja, leider doch, aber nicht ganz so krass zerstört wie die anderen. Man sieht zumindest noch, wie er gestanden hat. Das Dach müsste noch ein bisschen weiter nach oben gerade. Da unten ist wieder eine kleine Luftzufuhr. Und hier wird die Scharte auch direkt gewesen sein, die dann hier in diese Richtung geht. Ja, schade. Aber es sieht schon mal ein bisschen besser aus wie die ersten beiden, so dass man sich das besser vorstellen kann. Dann seht ihr hier im Prinzip schon den Kampfraum. Da ist der Kampfraum. Da ist sogar noch eine kleine Treppe. Das ging praktisch noch ein bisschen da unten rein. Müsst ihr euch das Geröll wegdenken. Und da hinten ist halt noch ein angeschlossener Mannschaftsraum. So, und hier werden entweder MGs drin verbaut gewesen sein, vielleicht sogar ein Doppel-Maschinengewehr oder halt eine Panzerabwehrkanone. Ja, auch hier sieht man wieder sehr viele kleine Trichter, die eng beieinander liegen. Könnten auch von Granaten sein, könnten aber auch kleine Schützenlöcher sein. Weil auch hier wird mal irgendwie ein Grabensystem höchstwahrscheinlich ein bisschen mit angeschlossen gewesen sein, damit die nicht aufs offene Feld laufen. Und ja, man darf ja auch hier wieder nicht vergessen, wir hatten ja schon mal ein Video über die Bunker im Hürtgenwald gemacht. Das können wir euch auch gerne nochmal verlinken. Aber das war ja auch hier eine Schlacht, die sehr lange gedauert hat und extrem viele Verluste verursacht hat auf beiden Seiten, ne? Und das ist heute einfach mal wieder ein weiterer Ausschnitt. Und das Ganze ist ja riesig, der Westwall an sich, ne? Der erstreckt sich ja kilometerlang. Ich glaube sogar bis an die Schweiz auf der Seite noch. Das ist schon immens. Also wir haben hier nochmal diesen alten Bunker, wo wir schon mal gewesen sind. Ich sage jetzt einfach mal alter Bunker, weil wir den schon in dem Video hatten. Und jetzt hatte Jörg hier auch nochmal was Interessantes gefunden, was uns damals gar nicht aufgefallen ist. Wir haben jetzt hier einen Stein mit einer Spiegelschrift, wo aber die Schrift wie so eingestanzt ist oder eingemeißelt. Irgendwas mit Hoffnung steht hier in Spiegelschrift und ja, H-U-T-T. Hier fehlt leider ein Stück. Aber dieser Stein gehört definitiv hier rein. Wir wissen aber jetzt nicht, ob das jetzt jemand nochmal hier irgendwie ausgegraben hat, dass der hier vielleicht irgendwo dazwischen lag.
Aber das ist schon interessant. Und weiter oben haben wir jetzt nochmal einen Stein entdeckt. Da ist das genauso. Haben wir hier eine römisch 1, hier 3, 0, N, entweder P oder sogar eine 9. Das kann man hier unten nicht ganz erkennen, ob da hier noch eine kleine Schlaufe ist. Also wenn da jemand weiß, was das ist, also uns ist jetzt nicht bekannt, dass sowas in den Bunkern eingestanzt war. Also wir wissen, dass da ja, entsprechende Anweisungen angemalt, angezeichnet gewesen sind. Aber ja, solche Sachen, vielleicht ist es auch mal nachträglich reingekommen, aber ergibt irgendwie jetzt auch keinen Sinn. Wenn es jemand weiß, gerne bei uns in die Kommentare schreiben und dann wissen wir, was Sache ist. Ja, kann man sehen, ja. Wir haben jetzt hier wieder einen Stein, ja. HH. NI oder P, NP, Ja. 20. Tja. Wer immer das 20. weiß, was das für eine Bedeutung hat. Also wir achten jetzt gerade irgendwie extra darauf und haben jetzt auch wirklich wieder einen Stein gefunden, wo ja, irgendeine Inschrift ist. Ein Code für irgendwas. Merkwürdig. Das Gelände hat es heute wieder in sich. Und ich hätte jetzt mal auf Melanie hören sollen, weil jetzt haben wir uns wieder verfranst und suchen jetzt hier die nächsten Bunker. Jörg hat hier ein paar Stahlträde gefunden. Jetzt müssten wir, also hier kommt auf jeden Fall jetzt einer. Ich weiß nicht, was das da oben ist. Ja, da oben ist so eine Erhebung. Also hier soll normalerweise noch einer sein. Und zu den anderen, die wir jetzt so noch gepinnt haben, müssen wir da unten runter. Da hatte Melanie wieder recht. Ich muss die Navigation abgeben. Es hat keinen Sinn. Ja. Also nach dem Bunker sieht das jetzt hier überhaupt nicht aus. Trotzdem gucken wir es uns mal hier eben an. Gut von der Lage her. Okay. Aber dahinter wird er jetzt auch nicht sein. Da unten standen wir. Kann auch sein, dass das hier einfach übererdet ist. Das ist nicht auszuschließen. Aber ist nichts, oder? Ein Indiz haben wir hier gefunden. Es ist hier mit einer Öse, irgendein Haken. Aber trotzdem ist hier nichts. Kann sein, dass das hier abgerissen wurde. Ja, aber das ist nur natürlicher Stein hier. So, wir sind jetzt hier ein bisschen weiter gegangen an ja, die sogenannte Höckerlinie. Hat man im Prinzip so genannt, weil ja, hier diverse Höcker stehen. Und zwar ist das einfach eine Panzersperre, die man damals errichtet hat,
am Westwall, damit halt einfach gegnerische Panzer zum Stehen kommen. Und solche Sachen waren gar nicht mal so einfach zu durchbrechen. Man wollte praktisch den Gegner irgendwo bündeln, dass er die Energie aufwenden musste, an einen ganz bestimmten Punkt die Barriere zu durchbrechen, damit man dann mit eigenen Panzerkräften oder Panzerabwehrwaffen dann den Gegner an einem Punkt halt vernichten kann. Ja, man ist im Prinzip dann so vorgegangen, dass man eigentlich mit Infanterie unter Artillerieschlägen bzw. Einsatz von Nebelgranaten mit der Infanterie hier durchgekommen ist. Hat dann die dahinterstehenden Bunker dann bekämpft und hat im späteren Verlauf das halt übererdet oder halt so weit abgebrochen und dann übererdet, damit später halt die eigenen Fahrzeuge drüber fahren können. Ja, und das ist jetzt hier ja, mal ein Abschnitt davon. Also man sieht hier, man hat einmal so kleinere, dann wieder etwas größere. Die sehen schon alle ein bisschen verschieden aus, um ja, den maximalen Abwehrfaktor zu bilden. Ja, also die sehen alle gar nicht so gleich aus. Man meint halt immer, die hätten so eine Form, aber das sind schon verschiedene. Aber so ein klein sieht eher aus wie eine Pyramide, dann sowas praktisch nur angeschrägt und dann auch immer nur mal die Hälfte, die man auch immer entgegengesetzt dann halt teilweise auch verbaut hat. Ja, und das zieht sich jetzt bis dahin. Auch einige Drohnenaufnahmen jetzt hier eben gemacht im Hintergrund, damit ihr das Ganze nochmal von oben seht. Ja, es ist halt natürlich heute suboptimales Wetter, das kann man natürlich nicht beeinflussen, aber ich habe es ein bisschen auf der Kamera sehen können, also man kann es schon erkennen. Ja, und das geht hier noch einige 100 Meter locker weiter, das endet halt irgendwann da hinten, dann macht es einen Knick. Das hatte ich auf der Drohne schon gesehen. Und dann ist der Abschnitt hier leider schon zu Ende. Und das zog sich ja im Prinzip hier in alle Richtungen durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang insgesamt die einzelnen Abschnitte gewesen sind. Aber es war teilweise ja mal von der Straße unterbrochen, die man aber dann teilweise auch so, oder kleine Brücken, die man aber so gebaut hat, dass man die selber auch wieder sprengen konnte. Also dass dann auch an diesem Punkt keine Möglichkeit war, den Wald zu durchbrechen. Ja, sieht schon spektakulär aus. Ja, wir werden jetzt sehen, ob wir jetzt hier noch weitere Sachen finden können. Wie gesagt, das Wetter verschlechtert sich jetzt ein bisschen, aber ja, wir machen das Beste draus. Ja, jetzt sind wir hier angekommen an den Panzern, die man hier für den Übungsplatz verwendet hat dann. Das sind Patton-Panzer, nach dem US-General benannt. Die hat man, glaube ich, noch im Koreakrieg und Vietnamkrieg, glaube ich, auch noch eingesetzt. Die sind, glaube ich, zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch in Dienst gestellt worden. Das ist jetzt einer davon. Da gab es verschiedenste Versionen. Und es ist halt hier praktisch so ein Hartziel. Hier war früher ein Truppenübungsplatz und ja, da konnte man den halt verwenden, um ja hier entsprechend zu üben. Ja, es gehört, glaube ich, zu mittelschweren Panzern. Ja, wurde schon mal entsprechend schon besprüht. Das ist natürlich hier relativ leicht zugänglich. Ja, und dann haben wir noch eine hier hinten drin. Ich glaube M47 und M41 ist die nähere Typenbezeichnung. Ja, der ist auch schon ordentlich
beschmiert. Aber trotzdem sieht man sowas halt relativ selten noch einfach so irgendwo rumstehen. Hier ist ordentlich Stahl. Hier hat man einen Bug-MG gehabt. Und dann hat man hier die Hauptbewaffnung, die Hauptkanone. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, die Hauptwaffe, was der hier hatte. Die schon über 100 mm stark waren oder ein kleineres Kaliber. Und dann kann es sein, dass der dann da oben noch ein MG hatte. Ne, hier ein koaxiales MG hatte der hier noch. Ja. Und hier ist ja entsprechend die Wanne. Hier hinten war der Motor drin. Ich weiß nicht, ob man oben noch reingucken kann. Da müsste ich noch mal eben kurz hochklettern. Hier ist der Motor. Und hier ist der massive Turm. Aufpassen, es hat geregnet, hier ist alles rutschig. Hier hat man eine Luke gehabt und hier ist noch offen. Aber ihr seht schon hier drin, der ist ordentlich zugemüllt. Mal gucken, eben mit der Taschenlampe mal reinleuchten. Ja, ist vieles nicht mehr vorhanden, schon ausgebaut. Ja. Hier sieht man den Bereich. Hier ist die Kanone drin. Und hier haben dann der Kommandant gesessen, der Richtschütze, der Fahrer, ich weiß gerade gar nicht wie viele Besatzungsmitglieder. Also ich schätze mal mindestens 4. Und vermutlich sogar noch einer mehr. Ja, da ist, glaube wurde auch Munition, glaube ich, aufgefangen in dem Bereich. Ja, ist schon gewaltig, ne? Ketten sieht man halt auch noch. Seht ihr mal, Jörg, wie klein er dann doch ist. Nicht schlecht. Ja, hier gibt es noch so eine Art Seriennummer höchstwahrscheinlich. Vielleicht kann den jemand dann sogar zuordnen, woher der mal ursprünglich kam, aus was für einer Fabrik. Ist ja halt ein amerikanisches Modell. Wie gesagt, nach dem Panzergeneral der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg benannt. Ja, und da drin haben wir auch noch irgendwie einen versenkten. Da können wir auch noch mal hingehen. Gut, das sind jetzt Sachen, sage ich mal, die haben jetzt nichts mehr direkt mit dem Westwall zu tun. Die sind alle hier später hingekommen, als man das als Truppenübungsplatz verwendet hat. Aber das ist hier halt in der Nähe, deshalb wollten wir die Chance auch noch mal nutzen, um euch das zu zeigen. Ja, und ich denke mal, hier hat man einfach den hier richtig reingefahren oder hier reingesteckt, damit man üben konnte, ja auch auf solche Ziele zu zielen, die ja im Prinzip hier versteckt sind oder nur eine niedrige Seolette anbieten, dass die Schützen das halt auch üben konnten, auch auf solche Fahrzeuge zu schießen, ne? Ja, dann sind wir heute im Prinzip durch hier auf der Panzerwiese und am Westwall, wie gesagt, die anderen Bunker, die waren jetzt so schwer zu erreichen von dem Standort aus, wo wir waren. Die werden wir uns das nächste Mal nochmal angucken. Wie gesagt, das ist ein riesiger Befestigungswall und das kann man auch einfach alles wieder nicht an einem Tag schaffen. Ja, von daher würde ich sagen, schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.